Hi Leute, so jetzt mal ein bisschen was außerhalb des Let's Plays. Ich bin hier gerade aus dem Raum gegangen und dann bin ich wieder reingekommen. Und da ich hier so eine Duftkerze angezündet habe gerade, weil die stand hier irgendwie noch rum, habe ich mir gedacht, mach's doch mal, jetzt riecht hier alles nach Zimt. Ist das nicht geil? Nein, das ist nicht geil? Okay, dann spielen wir weiter, vielleicht ist das ja cool. They gave Chloe their giant expensive HD TV and they use her shitty tube television. Na, immerhin Nostalgie. Ich wünschte, ich könnte so ein Ding noch benutzen. Ich war eigentlich traurig, als unserer kaputt gegangen ist. Ich fand die immer geil. Vor allem, als der irgendwann mal auf mich draufgefallen ist. Das war auch cool. Hat überhaupt nicht wehgetan oder so. Also gut, ich kann mich nicht wirklich erinnern, aber... Hier kann man sich echt nichts angucken. Doch. To think that our destiny is linked to goddamn car keys. Das stimmt. Yep, that's the same graffiti from before. Mhm. Ja, guckt auf Rechnung. These whales are just a preview of the tornado to come. And the Prescott Foundation? Jesus. Arcadia Bay Beacon. Gestrandete Engel. Die Suche nach den Walen. Die Küsten Arcadia Bays dienten einst als entzückender Zugang zum Pazifik und zu ferneren Gewässern. Jetzt sehen sich Anwohner und Touristen mit dem traurigen und surrealen Anblick von Grauwalen konfrontiert, die aus unerklärlichen Gründen an Land schwimmen und in ihr verderben. Die Walschule wurde Mittwoch, den 9. Oktober, am frühen Morgen gesichtet und mindestens ein halbes Dutzend Tiere fand sich immer innerhalb weniger Stunden am Strand wieder. Entweder tot oder im Begriff zu sterben. Smartphone-Aufnahmen enthüllen keine ungewöhnlichen ozeanischen Aktivitäten oder übermäßige Verschmutzung. Derzeit studieren Ökologen und Meeresbiologen aus dem ganzen Land sorgfältig Proben der Wale und ihrer Umwelt. Die Prescott-Stiftung hat im Angesicht des lokalen Ausmaßes dieses ökologischen Mysteriums bekannt gegeben, zusätzliche Mittel für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Und immerhin machen die jetzt was Gutes. Rachel Amber is even missing in this reality. I guess I can't change everything. Hat aber offenbar dann nichts mit Chloe zu tun. Suche nach beliebtem Teenager wird fortgesetzt. Rachel Amber, eine brillante Schülerin der Blackwell Akademie, wurde seit 6 Monaten nicht gesehen. Und doch verstärken Familie und Freunde ihre Bemühungen in der Suche nach der 18-jährigen Bewohnerin Arcadia Bays. Die Polizei und das FBI verfügen über wenige Hinweise und Informationen in diesem Fall, was das Interesse der nationalen Reality-TV-Show Wo sind sie hin? Weckte. Die Familie Amber bietet eine Belohnung für jegliche Information, die zum Aufenthaltsort ihrer Tochter führen kann. Für weitere Details kontaktieren Sie bitte help@findrachalamber.org. Dummerweise heißt das, dass ihr Verschwinden nichts mit Chloe zu tun hat, sondern tatsächlich auch mehr mit Frank. Leider für Chloe. No, I don't think Joyce's tips will cover all this. Ach, der tut mir irgendwie leid. Ich meine, ich kenne ihn seit knapp einer halben Stunde und der tut mir instant leid. They might get their own home taken away because of medical bills. That's terrible. Sehr geehrter Mr. Price, mit diesem Brief informieren wir Sie darüber, dass Sie mit Ihren Zahlungen für Ihre Hypothekkonto 783 im Verzug sind. Derzeit ist die Summe von $12.000 auf diesem Konto zahlbar bis zum 1. August 13. Diese Summe ist seit dem 1. März 2009 überfällig und Sie haben diverse Zahlungsaufforderungen oder Bitten zur Konsolidierung Ihrer Schulden ignoriert. Wenn die vollständige Summe von $12.000 nicht innerhalb von 15 Tagen gezahlt wird, müssen wir den Prozess zur Zwangsvollstreckung Ihres Heimes beginnen. Wir haben Sie in mehr als angemessenem Ausmaß gewarnt und sehen uns gezwungen, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Mit freundlichen Grüßen, Donald Clamp Kreditinstitut. Der tut mir echt leid. Hey, William. Am I bothering you? Why, yes, Max, I love going through bills. Kidding. How can you bother me? I haven't seen you in forever. I know. You look exactly the same. It's so cool. Good. Or I'd be scared if I didn't look like me. Of course, you seem more adult now. So what's on your mind? I don't know how to say this, but I'm truly sorry about what happened to Chloe. Me too. All it takes is a few minutes to change a girl's whole life. But she's alive. She's been a trooper. Is she mad at me for not staying in touch?
She should be. I have no excuse. She was disappointed, but she knows you care. And I know how hard it is to process all this. It's taken us years. William, I just want you to know that whatever happens, I'll always be here for Chloe. Always. I know you will, Max. So you finally made it to Paris. Oui, as they say. Not me, because I can't speak French. But it was a great experience, especially for Chloe. I can see her loving it there. You guys rock for going on a family adventure like that. She talked about going to school there, but that's not practical anymore. It's not fair, Max. I was impressed by Chloe's room and all the high-tech equipment. You should be. We could buy a few mansions for what it all costs. The insurance helps, but I don't know, Max. I know it must be hard on you guys, financially. These bills are more like crushing. We have to mortgage our home, and that's pretty scary. But we'll get through it. Price is always right. Get it? No? Doch, irgendwie schon. Being around you and Joyce again is so nostalgic. Very old school, as they say. I think it's great for Chloe to see you. Makes Joyce happy, too. So, it's not all bad news in Arcadia Bay. Or is it? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus-type shit, pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. I was reading about that missing girl, Rachel Amber. Oh, yes, she went to Blackwell, right? Oh, poor thing. That's a real nightmare for a family. I get scared thinking about Chloe and that we might lose her someday. The Prescott family might be bad news. What do you think about them? Evil. Next question? Sounds like you know them well. More than I want to. But Joyce has to work for those greedy bastards at Pan Estates. I don't even like to think about it. I have to go see if Chloe needs anything. It was so great talking with you again. You act like it's the last time. And please, keep me from these bills whenever you want. Just shoot me now. Nee, das hat schon jemand anders getan und wir haben es verhindert. No change to spare anymore. Now it's back to cookies. Ach, Cookies sind auch gut. Choice is a food coupon boss. Da gibt es ja diesen tollen Trend in Amiland Couponing, wo die einfach so viel Gutscheine sammeln, dass die manchmal sogar für ihre Einkäufe komplett kostenlos aufkommen und manchmal sogar was zurückbekommen. Joyce and William never had a garage sale before. Flohmarkt. They're drowning in debt just to take care of their daughter. Such bullshit. Kundendienst Happy Credit. Ihr gemeinsames Konto ist jetzt geschlossen und 6 Monate überfällig. Bitte senden Sie einen Scheck oder eine Anweisung über $3.458 zahlbar an Happy Credit Card. Zentrum für physische Rehabilitation. Aufgrund neuerer Kürzungen auf Staats- und Bundesebene müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Versicherung Chloes physische Rehabilitation nicht länger abdeckt. Wir können Chloe zu der üblichen Rate von $1.250 pro Woche wieder ins Programm aufnehmen. Amerika hat so ein beschissenes Gesundheitssystem. Ach, aber Obamacare, ne? Super. So, ich räume den Laden mal von hinten auf. Apparently the only thing that hasn't changed is this view. Oh, Max, it is so nice to have you around. Alles klar, die ist hier? Okay. Look at them. They have no idea what's in their future.
Das ist William, Alter. Das glaube ich fast nicht, so wie der aussieht jetzt. Aber egal. Ist das wohl ein älteres Foto? That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Bestimmt sie selber. William is trying so hard. He's still awesome. Super Papa. Sie sind der Held der Familie, Dr. Bill. Dr. Bob. Oh no. I didn't realize how bad Chloe's injury really was. Spinatzentrum Arcadia Bay. Sehr geehrte Mr. und Mrs. Boyce. Wie letzte Woche besprochen, zeigt Chloe System irgendwie, irgendwas im Körper. Anzeichen rapider Schwächung. Dies ist die Ursache für ihre seit kurzem auftretende Anämie und ihre Atemprobleme. Als Arzt liegt mir ihr Wohlergehen am Herzen, aber ich möchte, dass sie sich der Realität bewusst sind. Das Versagen des respiratorischen Systems ist nicht ungewöhnlich bei Patienten mit schweren Verletzungen am Rückgrat. Ihre Tochter ist eine der mutigsten und stärksten Patientinnen, die ich je hatte, und ich bin stolz, mit ihr zu arbeiten. Ich möchte Sie als Eltern nur auf alle Möglichkeiten vorbereiten. Ich denke, Chloe sollte über die Änderung ihres Zustands informiert werden. Wenn Sie dies ausführlich besprechen möchten, wissen Sie, wie Sie mich erreichen. Anton Pipes, als ob der Ahnung von Gesundheit hat. Ja. It's good for Chloe to stay in touch with her friends. Ja, erstmal in die Schublade gucken. Joyce is already a super mom. Super Dad und Super Mom. Joyce used to hate smokers in the diner. Ja, aber im Diner zu Hause ist das doch in Ordnung. Good morning, Max. Ah, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice waking up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years. After the accident. How are you doing, Joyce? I'm doing the best I can, Max. I won't lie, it's difficult, but nobody said life was easy here in Arcadia Bay. Dafür ist es doch schön, oder? Plus, you guys have to work too. Bill and I have no time for ourselves. Yeah, we're working more than we're living. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. Do you know the Prescotts? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Stay away from his son, Nathan. Das wusste ich auch schon, bevor ich Chloe behindert gemacht habe. Do you know somebody named David Madsen? He, might hang out at the Two Whales. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Cute, quiet. Why? Oh, I was just curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Ich habe letzte Nacht von ihm geträumt. Er kam mit einer Schweinsmaske in einen Raum und hat jemanden betäubt, der sich dann hinterher in einem Bad gegenüber ein anderer Typ, jeweils festgekettet, an einem Abflussrohr wiederfand mit einer Knochensäge in einem Spülkasten. Wer kennt den Film? Ich tue es. So, what do you think is going on here with all of this eco-havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly, I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should care, for Chloe's sake. Ja gut, es interessiert sie wohl. I wish I was a better friend. I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max, you're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much, and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak, and she... Do you know what I'm saying? Joyce.
so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family, and we'll always be one, no matter what. I have to tell you how much I love seeing you and William together again. He's been such a hero through all this. Chloe and I are lucky to have him. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William, while she usually ignores me. Oh, it's so cute when they gang up on poor old me. You rule, Joyce. Shit, things would be different if I did. I like how you think, kid. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Also ist die Situation quasi genau die logische Situation, die jetzt eingetreten ist, nachdem sie ihren Vater hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns tatsächlich am Ende einfach dafür entscheiden, also dass wir jetzt diese und die nächste Episode weitgehend hier in dieser Realität, in dieser Zeitachse spielen und dass wir uns am Ende tatsächlich entscheiden müssen für eine der beiden Zeitachsen. Das ist, shit. Vielleicht beende ich das Let's Play auch und entscheide mich niemals. Das ist eine super Lösung, ne? It's all about you, Arcadia Bay, isn't it? Das sieht auf dem Bild richtig aus wie ein richtiges Dorf. Fischerdorf halt, ne? Aber however. Okay, ich kann den Lichtschalter nicht aus dem Augenwinkel anmachen. How's it going, Time Tripper? It's funny. I think I look older. Nothing here. Nur Drogen. It's cool that Chloe uses natural medicine too. Erneut Drogen. Was ist hier wohl drin? Ist das auch ihr Zimmer? Chloe's door doesn't have a warning anymore. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Dear Joyce, also liebe Joyce, ich danke, dass du mich auf dem Laufenden hältst, was Chloes Zustand betrifft. Ich kann mir die Mühen, die du und William durchleben, kaum vorstellen. Es tut mir so leid, dass ich momentan nicht mit Geld aushelfen kann. Wie jeder andere gehe ich in meinen eigenen Arztrechnung unter. Bitte gib Chloe einen Kuss von mir und alles Gute. In Liebe, Tante Dorothy. They bought crutches for Chloe, hoping she might walk again. Vielleicht wird sie es ja schaffen. Also auch wenn da steht, dass es ihr nicht besser geht, aber man muss ja von dem Besten ausgehen. Toys? I kinda wanna open this and see what's in here. Ja, wieso nicht? Shoes. Chloe always did love stomping around in her boots. I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Entschuldige, dass ich mich seit dem Unfall nicht gemeldet habe. Die Arbeit hat kein Ende und ich werde nach Salt Lake City zur Aufsicht über einen neuen Parkplatz versetzt. Heutzutage muss man dorthin, wo die Arbeit ist. Salt Lake City ist doch die Stadt aus Last of Us, oder? Ich wünschte, ich könnte dir einen größeren Scheck schicken, aber du kennst das ja. Niemand beschäftigt sich gern mit Geld. Vielleicht besuche ich euch beim nächsten Frühling. Gib Chloe und Joyce einen Kuss von mir. Halt durch, Billy. Dein Bruder Evan. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again, and who am I to judge?
Ach, die Musik. Um die Uhrzeit darf ich leider nicht lange zuhören, sonst ratze ich euch hier noch weg. Es ist einfach nur wunderschön. Das ist eins von den Spielen, bei denen ich mir hinterher sicher auch diese Fähigkeit zurückzuspulen wünschen würde. So wie bei Last of Us und anderen Spielen. I guess we stopped growing up together. At least we never had to hide from Stepdouche. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Totally. So, wo waren jetzt die Drogen, die sie haben wollte? Obwohl, warte mal, ich habe einen Hinweis übersehen, glaube ich. Kann ich von dem Fenster ein Foto machen? No, I can't. I totally can't do this. Okay. Aha. Here it is. I never thought I'd be delivering morphine to my best friend. Besser als Age. Ich brauch das. The bathroom looks almost the same. Just more medicine. Ja. Medizin. Ich brauche das. So. Zack. Da wir das nicht schmuggeln müssen, können wir einfach ganz normal laufen. Ich meine, wir schmuggeln es, aber nicht so offensichtlich. Gleich pieksen wir uns aus Versehen selber und schlafen dann ein. Morphium beruhigt ja auch ein bisschen, oder? Hey, guck mal, ich hab Dope für dich. Finally. Give me the blue pill. I'm sorry. I'm nosy, but not precise. Go ahead and plug it right in. It's so easy. And painless. Okay, but get ready to yell for your folks if I screw up. Oh, trust me. I will. Of course, my pain just keeps getting worse. But you caught me on a good day. Max, I'm so grateful that I'm even able to hang out with you. See, I'm getting mushy. I'm already high. You're so adorable. Do you want anything else? Stop me if I'm being too emo, but can you grab one of the photo albums over there? I'd like to check out some old pictures of us when we were kids. Please. My diary is like emo ground zero. Plus, Max Caulfield does not pass up a photo op with Chloe Price. Ever. Ach ja. Is that okay? Perfect. Oh my god, look how little we are there. We look like toys. I remember that day by the lighthouse. My dad was pissed at us. He actually tried to give us a timeout. And you laughed at him. My dad would have banished me. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. There's still time for you. Oh man, there we are making pancakes. I love that shot of us. It's hard to believe my dad took that picture only 5 years ago. Literally seems like yesterday. I wish it was. Me too. This photo... Maybe I could...
Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Yes, I do. All you have to do is crank up the IV to 11. Was? Oh, das kannst du doch nicht machen. Ich weiß es nicht. Warum steht... Was ist das für eine Entscheidung schon wieder? Warum steht da denn... Ich weiß es nicht. Ach, ficken, kacken... Ja, akzeptieren, V8. Ich will das nicht akzeptieren, Alter. Ich bring die doch jetzt nicht um, auch wenn ich ihre Situation nachvollziehen kann, in gewisser Weise. Ich glaube, wenn ich sie wäre, natürlich ist sie jetzt ein bisschen Depri. Klar, ich meine, ein bisschen, was ist ein bisschen untertrieben wahrscheinlich, aber ich kann die doch nicht, ich meine, würdet ihr die dann live da umbringen? Und wie sollte sie das dann den Eltern erklären, Alter? Die Eltern, die rasten doch aus, die gehen doch total steil dann. Verweigern ist eigentlich das, was ich machen will, aber warum steht da, ich weiß es nicht? Ich drücke jetzt, ich weiß es nicht, Alter. Ich hab... Chloe, I really don't know if I can do this. I had another friend who wanted to end it all, and I did everything I could to try and save her life. How can I be responsible for ending yours? I mean, there's gotta be another way. Max, you were there for your friend, no matter what. Now I'm asking you to help me the same way. I want to help you, Chloe, but I think my help is hurting. At least you have a choice. When you want to make a decision, you can just do it. Look at me. I'm at the mercy of everybody. For once, I want to make my own choice. The most important one of my life. Please. Help me, Max. Nein, jetzt, ich wusste es. Nein. Da kann dir echt eine Träne die Wange runterkullern, wenn dir sowas durch den Kopf geht. Das Interessante ist, eigentlich kann ich zurückspulen und das andere dann ausprobieren, aber es ist trotzdem, es gibt, glaube ich, bisher in dem Spiel, wann habe ich das letzte Mal so eine Entscheidung getroffen? Alter. Oh, shit. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so weit geht. Erster Versuch ist... Erster Versuch ist verweigern. Mal gucken, ob sie damit zurechtkommt. Chloe. I can't. It wrecks me to see you in any pain, but I don't have any right to do this. I'm an adult. I'm giving you the right. But Joyce and William... I already said my goodbyes to them, but they won't honor my wishes. You will, right? I can't kill you with an overdose. Max, I'm dying
from my illness, not my dosage. This accelerates the process. I'd rather go out on a wave than a rock. And I want my best friend to help me out. I am going to help you, but not like that. You have to believe me, Chloe. Why, Max? You're just bailing on me like everybody else. Why don't you go now? You've been wanting to since you got here, right? So go and don't come back. Chloe, I am never leaving you again. Wenn ich das jetzt schaffe, zurück in die Vergangenheit zu reisen, dann möchte ich die andere Option gar nicht erst sehen. Ich möchte nicht. Auch wenn ich weiß, dass einige von euch die sehen wollen. Guckt es euch woanders an. Ich werde es mir wahrscheinlich irgendwann auch nochmal geben, aber ich kann nicht auf Töten drücken. Das mache ich nicht bei ihr. Wenn das jetzt mit dem Foto nicht klappt, dann werde ich die andere Option nehmen. Aber I'm sorry, William. Someday Dad'll get one of them newfangled computers. I hope the flash didn't scare you, Max. This is a keeper. Hello? Hey, honey. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Shit, where are my keys? That's $1 for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Aha! You can't hide from me forever. And no Chloe and Max wine tasting session. Dad. Don't blow it, because tonight your mother promised to make us a world-famous salmon surprise with chocolate cake for dessert. Max, you'll be here too, right? She's never leaving me. That makes all of us. Max, you're being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen, whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. Da gehen sie hin. Die Erinnerung der anderen Zeitachse.
Chloe, you're back. Oh yeah, now you suddenly want to kiss me? You had your chance. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Max, did you forget we've gone over this? I hope you weren't messing around with time while I was sleeping. Not anymore. I'm just spaced out too. Welcome back to the real world, Max. I don't think I can ever tell Chloe about what happened. Ich glaube, ich würde es aber tun. Ach, diese Musik, da kann ich jetzt wieder sitzen bleiben. Die Folge kann eh zu Ende sein jetzt. Das ist doch krass jetzt. Ach, ich habe die letzte Entscheidung, glaube ich, richtig getroffen. Ich konnte da nicht draufdrücken, Alter. Was wäre denn mal passiert? Ich meine, wir hätten so oder so zurückgespult, aber ich konnte Chloe nicht umbringen. Das geht doch nicht. Wer von euch hätte das denn gemacht? Das Spiel hat schon ordentlich was drauf. Warum kann man nicht einfach das Beste aus beiden Welten haben? So ist das Leben wahrscheinlich, ne? Außer Hannah Montana kann das keiner. You got the best of both worlds. Chill it out, take it slow. Then you walk out the show. You got the best of both worlds. Ich konnte das Lied mal irgendwie auswendig, aber das ist leider, jetzt habe ich jetzt lange nicht mehr. In der nächsten Folge, ich weiß nicht, ob vielleicht nehme ich die jetzt noch auf, mal gucken. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt, das aufzuhören. Das war ja eine ziemlich interessante Folge. Eine ziemlich interessante halbe Stunde. Warum hat sie das Foto ins Feuer geworfen? Ach, shit. Ich hasse das, wenn man solche Optionen hat und die sich dann einfach nicht mehr, die sich dann selbst wegnimmt. Wisst ihr, warum hat die das Foto ins Feuer geworfen? Ich meine, sie hätte ja nicht wieder zurückgemusst. Aber jetzt hat sie die Option nicht mehr. Naja. Ihr könnt jetzt ruhig eine Bewertung abgeben und dann hoffentlich mit Spannung den morgigen Tag erwarten, wenn die nächste Folge euch entgegenschießt. Zum Thema Chloe und Max taken over the world and finding, wie auch immer die andere hieß. Wir haben 3:30, aber ich will die nächste Folge machen. Ich will doch da jetzt keine Zeit mehr verlieren. Danke fürs Zuhören und auf Wiederhören. Ciao.